Hallo zusammen. In diesem Video werde ich einen kleinen Überblick über einphasige DIN-Schienenzähler geben. Das sind zwei absolut identische Modelle. Der einzige Unterschied ist, dass eines eine Displaybeleuchtung hat und das andere ohne Beleuchtung auskommt. Die Kennzeichnung auf der Verpackung lautet Packlight. Dieses Modell ist mit Beleuchtung. Ich habe sie bei AliExpress bestellt. Den Link dazu lasse ich in der Beschreibung. Wer an diesem Modell interessiert ist, kann es über den Link bestellen. So sieht es aus. Und das mit Beleuchtung sieht genauso aus. Im Lieferumfang ist eine englische Anleitung enthalten, aber im Grunde gibt es dort nichts Interessantes. Alles ist ohnehin klar. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind solche Abdeckkappen. Sie verschließen die Schraublöcher, in denen die Klemmen festgezogen werden. Nach der Installation können Sie diese dann verschließen, zur Ästhetik oder zur Sicherheit. Wenn Sie den Zähler in einem speziellen Gehäuse installieren, dann sind diese Stellen nach dem Schließen des Gehäuses im Prinzip verdeckt, und nur ein solches kleines Display ist sichtbar. Er nimmt auf der DIN-Schiene 2 Plätze ein, wie zwei normale Sicherungsautomaten. Die Abmessungen sind Standard. Sie werden genauso installiert. Sie rasten ein. Hier ist eine kleine Raste. So eine. Die Stromversorgung erfolgt von oben. Nullleiter, Phase, und von unten werden die Verbraucher angeschlossen. Wenn Sie Phase und Nullleiter vertauschen, dann passiert nichts Schlimmes. Er funktioniert genauso. Man kann ihn im Prinzip überall verwenden, wo Sie es wünschen, was Sie messen möchten. Das können Sie anschließen und messen. Natürlich kann die Strommessung, für die Sie bezahlen, nicht beim Energieversorger registriert werden, aber für die eigene einfache Kontrolle. Zum Beispiel, wenn Sie Büros vermieten und in jedem Raum separat messen möchten. Dort, an jedem Ort, in jedem Büro den Verbrauch. Oder Sie möchten den Verbrauch eines Boilers messen. Wie viel er bei Ihnen separat verbraucht. Vom Hauptzähler. 42. Man kann ihn dann weiter anschließen 43 und den Boiler separat messen. 44. Wenn Sie eine Elektroheizung haben, 45. Können Sie ihn an das Elektroheizsystem anschließen 46 und verfolgen, wie viel Geld Sie genau für die Heizung ausgegeben haben. 47. Und messen, wie viel er aufgezeichnet hat. 48. Im Prinzip ist er genau für diese Zwecke gedacht. 49. Auch, zum Beispiel, 50. Wenn Sie alternative Stromquellen nutzen, 51. Das heißt, Sie haben einen Generator 52 oder Solarmodule 53. Ist dies auch ein sehr einfacher, günstiger Zähler. 54. Sie haben ihn angeschlossen 55 und können kontrollieren 56, erfassen 57 und aufzeichnen, wie viel Strom Sie erzeugt 58 oder separat verbraucht haben. 59. Er lässt sich sehr einfach anschließen. 60. Während ich gesprochen habe, 61, habe ich alles angeschlossen. 62. Die Stromzufuhr erfolgt von oben. 63. Ich habe ihn in die Steckdose gesteckt 64 und eine Lampe 65 zur Demonstration angeschlossen. 66. Eine normale 10 Watt Glühbirne. 67. Ich habe sie unten angeschlossen. 68. Wir versorgen ihn mit Strom. 69. Und schon funktioniert er. 70. Die Glühbirne leuchtet. 71. Das Display leuchtet. 72. Ich werde jetzt das Licht etwas dimmen. 73. Damit es besser sichtbar ist. 74. So leuchtet das Display 75 in blauem Licht. 76. Und hier werden die Parameter angezeigt. 77. Sie blättern 78 etwa alle 3 Sekunden durch 79 und zeigen jeden Parameter an. 80. Hier gibt es 81, was angezeigt wird. Das erste ist die Spannung. Im Netz sind es jetzt 230 Volt. Und dann zeigt es den Strom an, der verbraucht wird. Da die Lampe 10 Watt hat, ist der Strom sehr gering. Er wird nicht bemerkt, da die Werte nach dem Komma liegen. Wenn man etwas Leistungsstarkes anschließt, wird es angezeigt. Als nächstes kommt der Verbrauch. Das ist der momentane Verbrauch, die aktuell verbrauchte Leistung. Die Glühbirne ist für 10 Watt ausgelegt. Es zeigt 10,1 Watt an, der momentane Verbrauch dieser Glühbirne. Und dann zählt es die Kilowattstunden, um mit dieser Glühbirne auch nur
nur eine Kilowattstunde zu erreichen. Muss man lange warten. Sie müsste dort mehrere Tage leuchten. Am Ende haben wir den Gesamtstromverbrauch über die gesamte Zeit. Wenn Sie zum Beispiel erfassen möchten, wie viel Strom Sie in einem Monat verbraucht haben, dann notieren Sie die Werte am Monatsanfang. Das heißt, der Zähler selbst kann das nicht tun. Sie müssen notieren, welche Werte am Anfang waren und dann schauen, welche am Ende sind. Ziehen Sie ab, was Sie am Anfang notiert haben und Sie sehen, wie viel im Monat verbraucht wurde. Weil ein Monat kann eine unterschiedliche Anzahl von Tagen haben, aber der Zähler kann das nicht. Die Anzeige kann hier auch nicht zurückgesetzt werden. Das heißt, alles, was er gezählt hat, das bleibt auch so. Es wird nicht auf Null gesetzt. Es gibt hier keine Reset-Tasten. Das heißt, er zählt die ganze Zeit. Und wenn die Zahlen zu Ende sind, dann zählt er im Kreis weiter. Hier gibt es 4 Stellen und die nach dem Komma wird im Prinzip nicht berücksichtigt. 4 Stellen. Das heißt, 9999 Kilowatt kann er speichern. Danach beginnt die Zählung von neuem. 4 Stellen. Und dann nach dem Komma die 5. Stelle. Aber das ist dann schon in Watt. Das heißt, man kann sehen, wie viel er bis zu 9999 gezählt hat. Er hält bis zu 80 Ampere aus. Das heißt, diese Last ist ausreichend für jedes Haus, jede Wohnung. Er hält alles aus. Wichtig ist, dass hier alle Kontakte richtig festgezogen sind und dass es an diesen Stellen keine Erwärmung gibt. Das heißt, alles muss sauber, ordnungsgemäß gemacht werden, so wie es Elektriker tun. Es ist klar, dass es nicht so sein sollte, wie ich es jetzt schlampig angezogen habe. Und es wackelt. Das heißt, alles gut reinigen, festziehen und dann wird es keine Probleme damit geben. Das heißt, nichts wird anbrennen, abfallen oder schmelzen. Wenn alles richtig angeschlossen ist, dann wird es keine Probleme damit geben. So funktioniert dieses Modell. Den Link